Herzlich willkommen zu dem Tutorial Programmieren lernen mit C. In diesem Video möchte ich dir die Gleitkommazahldatentypen zeigen. Andersrum nennt manche die Fleißkommazahldatentypen. Jetzt lassen wir mal ein Projekt hier öffnen. File unter New, CC++ Projekt. Und nennen wir die Gleitkommazahldatentypen. Wie immer, das wählen wir. Und dann erstellen wir unser Programm. Also in dem Gleitkommazahldatentypen ist das so, dass man die angegebenen Zahlen auch nach Kommastellen speichern kann. Das würden wir jetzt anfangen, uns zu schauen. Also da haben wir drei Variabletypen. Erster ist der Float. A. Da möchte ich eine Variable initialisieren. Also das ist eine Zahl 1234,1234567. Das ist so in Mathematik, auch in der Programmiersprache, da schreibt man nicht Komma, sondern Punkt bei dem Gleitkommazahlen. Das ist ganz wichtig. Viele vertun sich dabei. Dann definiere ich noch eine Variable, da gebe ich auch das gleiche Wert, den gleichen Wert, und lasse ich die dann ausdrucken durch printf a plus b gleich, lasse ich das als Float ausdrucken und dann neue Zeile. Also das ist ganz wichtig bei dem, zum Beispiel, da sind ja ganz viele mathematische Berechnungen, die nach Kommastellen sehr wichtig sein kann. Und da muss man einige Sachen achten. Ich möchte das nicht einfach so erklären, erläutern und dann die Kapitel zu, sondern da gibt es noch einige Punkte, da man achten soll, weil Nachkommastellen bei dem Computer, bei den Rechnern auch Rundungsfehlern führt, und diese Rundungsfehler zu vermeiden oder umzugehen, da werden wir ein bisschen detaillierter uns das anschauen. Dann lasse ich das einfach mal 1 plus b hier ausdrucken durch printf-Funktion. Ich speichere mein Projekt. Was sagt er? To meine Arguments. Da habe ich das Prozentzeichen vergessen. Speichere ich mein Projekt nochmal, Build Project, und dann ausführen. Da sehen wir, da haben wir das Ergebnis hier. Ich habe auch einen Rechner, die kann ich hier rufen. Calc, Rechner, Calculator. Dann lasse ich mal den Wert hier durch meine Rechner auch summieren. Plus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gleich. Also mein Ergebnis ist das hier. Was hat er mir hier gegeben? 2468,246826. Also die erste 4 Zahl richtig, nach Kommastellen die erste 3 Zahl ist richtig, danach habe ich einen Fehler hier. Also da habe ich einen Fehler. Dieser Fehler wird in jedem Rechner auftreten. Dieser Rechner ist hier mit dem Bitarithmetik, berechnet er wahrscheinlich alles, deswegen hat er die genauere Ergebnis. Das sehen wir, das hängt damit zusammen, weil der Float eine bestimmte Genauigkeitsgrenze hat. Das werde ich gleich zeigen, aber vorher definiere ich noch meinen nächsten Gleitkommazahldatentyp Doppel C. Gebe ich immer das gleiche Wert. Machen wir einen Vergleich. Noch eine Doppel D gleich, und dann kopiere ich da ein. Und dann nehme ich auch den printf-Funktion hier. Diesmal habe ich den Datentyp longf. Speichere ich. Kompiliere ich. Was hat er gesagt? Nicht benutzt. Das muss ich auch hier ändern. Natürlich C plus D hier. Speichern, kompilieren und nochmal ausführen. Jetzt sehe ich hier, das ist genauer.
Also das Ergebnis ist hier viel genauer. Der letzte Ziffer ist hier 4. Das differenziert sich hier, da wir sehen. Normalerweise, ich hätte jetzt hier erwartet, ja, 4 ist sehr richtig. Ne? Also wenn eine Zahl sowieso hier sehen, ab 3, 507, also 5, wenn das jetzt, sagt man immer so, unter 5 ist, rundet er runter, und ober 500 ist, dann würde er auf 4 runden. Es ist ja so beim Runden. Ne? Also hier hat er dann direkt auf 4 gerundet, weil 578 nah zu dem 4000 ist hier letzte 4 Ziffer. Das haben wir so. Da können wir auch so Nachkommastellen hier ein bisschen mehr geben, indem wir nach dem Prozentzeichen hier Punkt 15 schreiben zum Beispiel, speichern, kompilieren und ausführen. Jetzt habe ich hier eine ganz andere Zahl. Jetzt sehen wir mal, wie genau er mir das gezeigt hat. Wie wir sehen, der zeigt mir das alles genau. Aber der zeigt mir hier auch irgendeine Spinnerei. Also da ist die Rundungsfehler im Float tritt viel eher auf wie beim Double, weil Double einen breiteren Grenzbereich hat. Es gibt noch einen Datentyp, der nennt sich Long Double. Aber Long Double in dem Windows Betriebssystem, Long Double und Double hat meistens immer die gleiche Grenzwert, weil das hat man immer so gedacht, Long Double ist für 80-Bit Speicherplatz, aber Windows gibt uns nur die 64-Bit Speicherplatz, also deswegen für Long Double und Double, da gibt es kaum noch Unterschied im Windows. Wie das in Linux ist und Macintosh ist, das könnt ihr selber rausfinden, das werde ich euch auch zeigen. Da definiere ich jetzt ein Long Double Variable und den gleichen, dieser Inhalt. Noch eine Long Double Variable f gleich die gleiche, und lasse ich den dann das ausdrucken. Diesmal nenne ich sogar so 19 Nachkommastellen e plus f. Ich speichere mein Projekt, kompiliere ich den und führe ich den aus. Jetzt hat er mir nichts mehr gegeben. Ja, das hat einen Grund, weil er schon gerade hier beim Kompilieren gemeckert hat, eine Warning ausgespuckt hier. Das erkennt er nicht. Da sagte der, ich erwarte Double, aber du hast einen Long Double getippt. Ich glaube, das muss LLF sein. Normale, unter normalen Umständen, groß LF. Habe ich trotzdem nichts hier, weil wir wissen, diese Write-Format braucht ihr an der Stelle. Deswegen definiere ich, das haben wir schon mal gesehen in den früheren Videos, define printf. Dann nehme ich den minimal gv printf min gv printf. Dann speichere ich das, kompiliere ich. Ja, jetzt habe ich keine Fehler mehr. Diese min-gv printf erlaubt uns auch Long Double Variablen uns zu zeigen. Deswegen nenne ich meine printf, setze ich mit diesem printf um, und dann kann ich das Ergebnis so hier ausdrucken. Jetzt okay, das hat natürlich hier 19-stellig gezeigt, mache ich das auf 15. Lasse ich den nochmal durchlaufen, habe ich hier das gleiche Ergebnis. Wie gesagt, normalerweise in anderen Rechnern oder bitte in anderen Mikrocontroller-Architekturen mag sein, dass der Long Double Wert viel breiteren Spektrum hat, viel breiteren Speicherplatz hat. Aber hier in meinem Rechner ist das die gleiche, obwohl das können wir jetzt auch die Genauigkeiten rausfinden, indem wir auch printf ausdrucken. Float Genauigkeit als Dezimalwert und neue Zeile. Da gibt es so Konstanten in dem Standard Library Float Digit. Das zeigt die Sensibilität, also wie
hoch ist das, wie ist es das. Und da muss ich auch eine Library, eine Bibliothek hinzufügen, include float.h. Jetzt lasse ich den auch für den Double und Long Double den gleichen ausdrucken. Double und Long Double. Double. So, jetzt lasse ich mein Programm, habe ich gespeichert mit String S, kompilieren und dann ausführen. Wie wir hier sehen, also mein Rechner sagt mir, ja, beim Double habe ich 15 Stellen, also die Genauigkeit, beim Float 6 und beim Long Double 18. Jetzt vergleichen wir das Ergebnis mit meinem Rechner hier. Wie wir hier gesehen haben, a plus b hat mit dem, also das sind hier insgesamt hier, wie viele Stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 Stellen. Also meine Double und Long Double hat einen richtigen Wert mir gezeigt. Aber wenn ich mehr zeigen lasse wie 13 Stellen, sondern 15 Nachkommastellen, dann sehen wir auch, dass da irgendwo hinten schon anfängt, ein Rundungsfehler zu machen. Das ist aber unkritisch in dem Moment. Das wird erst dann kritisch, wenn wir bestimmte Sachen wiederholt berechnen, wie in Simulation oder wenn ich eine Vorschleife habe. Wir haben jetzt noch nicht so weit, aber das kann man auch später, kannst du dir auch von den späteren Videos das anschauen, dem Vorschleifen, weil ich würde gleich noch ein Beispiel dazu geben. Also insoweit, wie du siehst, der rechnet das, aber irgendwo der Compiler, also der Rechner, macht einen Rundungsfehler und das ist eine logisch erklärbare Situation, weil da diese Zahl geht nicht unendlich und irgendwann mal macht der Compiler bei der Berechnung einen Rundungsfehler. Es sollte eigentlich hier 0000 alles stehen, aber wie du siehst, das passiert hier nicht. Long Double Genauigkeit hat er gesagt 18. Wir können natürlich diese Werte hier nochmal erweitern, aber das möchte ich jetzt nicht an der Stelle so kompliziert machen. Vielleicht möchte ich dir mal ein Beispiel hier erwähnen, wie so ein Rundungsfehler überhaupt passiert. Ich würde mal gerne eine Float-Variable definieren. Ich würde mal gerne eine Float-Variable definieren. Das nenne ich einfach Variable 1 und das nenne ich bis 0,3. Dann sage ich mal 0,333. Und wie gesagt, jetzt kannst du dir das auch anschauen in dem Video Vorschleifen. Ich definiere eine Vorschleife hier. I gleich 0. Also ich möchte, dass da eine Schleife diese Wert hier Variable 0,333 1000 mal addiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht Zeile für Zeile 1000 mal diese Variable 1 hier nacheinander addieren. Deswegen gibt es diese Schleifen, da kann man das automatisieren. Wie mache ich das? Vor i gleich 0, Semikolon, i kleiner gleich 999, also können wir auch so machen, i gleich 1 bis 1000 und immer 1 plus plus mache ich noch eine Code-Block, wie in diesem Main, dieser Anweisung-Block in meinem Vorschleife, und dann lasse ich das mal immer summieren, Variable 1 plus gleich Variable 1, und dann lasse ich das mal irgendwann mal ausdrucken mit printf. Dann sage ich mal so, Variable 1 wurde 1000 mal addiert mit 0,33. Dann lassen wir uns diese Wert mal an. %lf, neue Zeile nochmal. Und dann
lasse ich mir diese Variable 1 ausdrucken. Ja, da ist die Variable Typ int i, genau. Jetzt speichere ich meinen Code und lasse ich den mal kompilieren und ausführen. Ja klar, das habe ich hier als Float definiert. Als Double muss ich das definieren. Und dann speichere ich nochmal und lasse ich mein Projekt kompilieren und ausführen. Das mache ich mal so, Double Variable Ergebnis, genau. Ergebnis, das kann man hier nicht so. Ergebnis gleich war 1. Und dann lasse ich mal Ergebnis wieder ausdrucken. Das hat er jetzt hier richtig gemacht. Wenn ich den aber ein paar Nachkommastellen hinstelle, da sehen wir, da hinten fängt das schon an. 3, 6, 9, 12, 15. Stelle. Wenn ich das jetzt mit 10.000 erweitere, mit 100.000 erweitere, sehe ich schon. Es wird irgendwann mal, nimmt das überhand. Also das heißt, dass meine Variable irgendwann mal so einen Rundungsfehler kriegt. Das ist offensichtlich hier. Kommt drauf an, jetzt mit dem 10.000, das war jetzt nicht so schlimm. Hier hat man gesehen. Aber jetzt mit dem zum Beispiel 20.000, wie sieht das aus? Ja, da habe ich schon hier einen Rundungsfehler. Wenn ich jetzt 20.000 mal das addiere mit 0,333, sollte mein Ergebnis eigentlich das sein.
6660. Ne, hier habe ich aber 6059, das. Irgendwann mal, aber wie ihr seht, nach 20.000 Berechnungen habe ich hier so eine Gleitkommazahl, einen Rundungsfehler, der sich dann summiert und irgendwann mal ein falsches Ergebnis bringt. Das heißt aber nicht, dass wir diese Variable nicht benutzen dürfen. Da sind auch noch andere Wege, wie man damit umgehen könnte. Da gibt es so ein BCD-Arithmetik, aber ich werde das nicht in diesem Tutorial dann zeigen. Wenn du dich damit so da interessierst, und das rausfinden möchtest, da gibt es genug Informationen, BCD-Arithmetik, und wenn der Wunsch danach ist, dann würde ich auch vielleicht dann ein Video dafür drehen, aber erstmal, das sehe ich nicht ein, weil das ist einfach dann zu viel, und ich glaube, das ist schon im Grunde genommen sehr viel Stoff erstmal, was du hier gekriegt hast. Versuch das alles zu verstehen, nachvollziehen. Wie gesagt, dieser Fehler tritt erst beim Double, beim 20.000. Ich denke mal, wenn man das als Float definiert, das würde viel eher auftauchen. Also wenn man jetzt beide Werte hier Float definiert, und dann lässt man das 1000 Mal durchlaufen. Da sehen wir schon, da ist schon das Rundungsfehler viel eher da, weil die Genauigkeit beim 6 liegt, beim Float-Variabel. Also wenn ich jetzt 1000 mal 0,333 addiere, sollte das Ergebnis 333 sein, aber ist das hier nicht. Also wähle immer die größte Fleißkommazahl-Datentyp, wenn du so Berechnungen machen möchtest. Also nicht den Float, sondern eine Long Double, wenn es geht. Wenn nicht geht, Double würde auch dann reichen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Codieren. Bis zum nächsten Mal.